Servus und ein herzliches Willkommen bei ARS24. Ich zeige euch heute von Kenwood das Multimedia-Gerät DNX 5180 DABS und zwar jetzt mit Android Auto, Weblink für Waze und natürlich auch die ganze Dashcam-Funktion. Lasst euch überraschen, gleich jetzt nach dem Intro. Gegenüber seinem Vorgänger DNX 5170 DABS hat jetzt der 5180 DABS ein geringfügig noch größeres Display, damit auch Android Auto jetzt integriert ist. Das hat zur Auswirkung, dass wir jetzt keinen Drehknopf mehr haben zur Lautstärkeregelung, sondern das Ganze noch schmaler hier ausgefallen ist und die Lautstärkeregelung über die VIP-Taste bzw. über Lenkradfernbedienung verstellt wird. Damit haben wir aber eine größere Bildschirmdiagonale und Android Auto sagt jetzt dürft ihr das auch mit einbauen. Eine zusätzliche Neuerung zum Vorgängermodell ist, dass wir jetzt Weblink als Medium mit drin haben, als Ergänzung zu Android Auto oder Apple CarPlay, weil jetzt können wir noch Apps wie Yelp, das heißt sowas wie Around Me, welche Restaurants, welche Bistros, welche Kneipen sind um mich drumherum, schnell auszuwählen und mich über Waze zum Beispiel gleich zu navigieren. Waze ist eine Navigation mit einer Community, wo sich also die Community selber hilft, wo ist Stau, wo steht ein Blitzer, kann ich schnell melden, super voll cool. Also alle Waze-Nutzer unter euch werden das kennen. Jetzt auch bedienbar über Weblink, direkt als Medium, zusätzlich zur eingebauten Navigation, wo also unabhängig von dem ist, habe ich ein Handy dabei, wer fährt gerade mit meinem Auto, bin ich im Ausland, will keine Datenvoluminas nutzen. Die Integration der Navigation ist sozusagen auch integriert, aber Waze, für die, wo Waze nutzen möchten oder die sagen Apple CarPlay, da nutze ich meine Apple-Navigation. Also wir haben sozusagen 3 Navigationen integriert, die unabhängig voneinander nutzbar sind. Finde ich schon mal, was Navigation betrifft, ultra scharf. Um Weblink nutzen zu können, muss ich natürlich mein Handy per USB-Kabel auch an meinem Multimedia-Gerät anschließen und ich muss mir die Weblink-App kostenlos downloaden, auch einmal auf meinem Handy installieren und damit habe ich auch automatischen Zugriff jetzt auf Weblink und auf Waze. Mit unserem beiliegenden externen Mikrofon, welches ich natürlich auch zum Telefonieren über unsere Bluetooth-Freisprechanlage nutze, kann ich auch Sprachbefehle machen. Jetzt bei Waze zum Beispiel kann ich mein Wunschziel eingeben, Memmingen-Eibenweg 2. Und damit kriege ich hier schon die Liste, wo ich nur noch auswählen muss, wo ich hin will und starte meine Navigation. Und los geht's. Für alle, die noch nicht wissen, was man mit Apple CarPlay anstellen kann, / Android Auto, das ist ziemlich ähnlich. Ich habe ein Apple iPhone, deswegen zeige ich euch, wie das mit Apple CarPlay funktioniert. Wir haben, sobald wir mit dem USB-Kabel verbunden sind, den Apple CarPlay-Button und können jetzt auch auf meine Apple-Karten zugreifen und damit navigieren. Wir können hier gewohnt mit dem Punkt, mit dem einzigen Knopf, den wir bei Apple haben, zurück ins Hauptmenü, kann dort auch Spotify anwählen, kann also sozusagen meine vorgefertigten Apps, die mir Apple freigibt auf Apple CarPlay, auch super bedienen. Alles ist angepasst an das Bedienen im Auto. Das heißt auch, dass Funktionen, die am Handy hier einzeln so funktionieren würden, gehen nicht zwangsläufig auf Apple CarPlay, ist aber auch gut so, weil dann verhaspelt man sich nicht und schreibt dann noch hier manuell eine E-Mail oder eine WhatsApp. Bei WhatsApp schaut es nämlich folgendermaßen aus. An wen soll die Nachricht gesendet werden? Moritz Angel. Was möchtest du sagen? Moritz, ich stelle jetzt vor den DNX 5180 DABS von Kenwood. Deine WhatsApp-Nachricht an Moritz Angel lautet: Moritz, ich stelle mich jetzt vor den DNS 5180 DABS. Bereit zum Senden? Ja. Okay, sie wurde gesendet. Manche Wörter kann
Siri vielleicht nicht wirklich richtig interpretieren, aber der normale Ablauf läuft super mit Hands-Free, einfach nur empfangen, ja, senden, ja, sprechen, ja und sogar vorlesen. Also Siri oder WhatsApp liest mir über Apple CarPlay auch die Nachricht vor, fragt mich wieder, möchtest du antworten? Ja, alles Hands-Free. Sehr cool finde ich auch nach wie vor das Drag and Drop für meine wichtigen Medien in mein Hauptmenü rein. Das heißt, wenn ich DAB zum Beispiel jetzt als wichtiges Medium habe, dann ziehe ich das da oben rein und dann habe ich das immer auf meinem Hauptmenü direkt abgelegt. Und damit zeige ich euch auch gleich mal DAB. Ist ja ganz, ganz wichtig in allen Videos, wo wir DAB-Radios vorstellen, kriegt man auch, glaube ich, meine Emotion mit für DAB. Geiler Senderempfang, das heißt rauschlos, mit voller Dynamik, richtig Sound wie von der CD runter und eine riesige Senderauswahl, wo wir auch gleich die Coveranzeige vom Sender auf dem Bildschirm mit übertragen bekommen. Und hier an der Seite können wir unsere Sender abspeichern. Da haben wir jetzt zum Beispiel Sunshine Live, Absolute Hot, Antenne Bayern, Rock Antenne. Also ihr habt hier eine Sendervielfalt, die hat sich echt gewaschen. DAB Plus ist die Zukunft, ich stehe dazu. Zusätzlich zu DAB Plus haben wir natürlich immer noch FM/UKW-Empfang. Brauchen wir auch gar nicht großartig drüber reden, ist natürlich mit dabei. Ansonsten haben wir hier Bluetooth Audio, mit dem wir natürlich auch Bluetooth telefonieren können, mit unserem super sprachqualitätsguten Mikrofon, wo im Lieferumfang dabei liegt. Und wir können natürlich jetzt Musik streamen und zwar auch schnurlos, ohne dass wir irgendwas verbinden. Dann können wir direkt auf den Musikspeicher von meinem Smartphone zugreifen und kann mir meine Songs auswählen. Was jetzt hier an der Stelle nicht möglich ist aktuell, die Coveranzeige, dass die hier auch dargestellt wird. Aber ansonsten kann ich mich hier vorwärts und rückwärts bewegen und direkt auf meinem Handy sozusagen die Tracks nach vorne und nach hinten schalten und übers Autoradio und über meine Bordlautsprecher vom Fahrzeug Musik hören. Sehr gelungen ist die Anordnung des Zugriffs auf das Telefon, weil ich muss mich nicht erst wieder, wenn ich telefonieren mag, in ein anderes Menü reinwählen, muss dann da umständlich das Telefon auswählen. Wir haben immer unten rechts unseren Telefon-Button, selbst wenn ich in einem ganz anderen Medium bin. Bei Spotify zum Beispiel habe ich immer unten rechts meinen Telefon-Button, um direkt lostelefonieren zu können. Wenn wir schon bei Spotify sind, wir können Spotify nutzen und zwar schnurlos. Nicht über Apple CarPlay, hier mit Anstecken über ein USB, schnurlos über die Bluetooth-Verbindung haben wir als Quelle Spotify jetzt zur Verfügung und können uns auch das Cover darstellen lassen von Spotify. Wir können ganz normal browsen, wir können uns unsere Lieder und unsere Playlists aufrufen, wie wir es bei Spotify gewohnt sind. Unser super flacher 5180 DABS fällt ja auch hier in der Front total flat aus, schaut im eingebauten Zustand ultra aus und der kann auch jetzt Dashcam Link. Durch das, dass ja ein neues Urteil gefällt worden ist, dass Dashcams tatsächlich vor Gericht als Beweismittel zugelassen wird, ist es sicherlich nicht ganz unerheblich und auch wichtig zu wissen, dass Kenwood eine Dashcam speziell für unsere DNX-Geräte, die ein Dashcam-Link haben, optional dazu baubar ist, wo ich über dieses Multimedia-Gerät bedienen, einstellen, anschauen kann und so weiter. Da haben wir ein extra Video drüber gedreht, das werden wir euch als Link unten im Videobeschreibungstext natürlich noch mit dazu machen, dass ihr euch das Thema mal anschauen könnt. Dashcam-Link also jetzt als neues Medium ebenfalls integriert, genauso wie die herkömmliche Rückfahrkamera, die man direkt dran anschließen kann, um natürlich Rückfahrunfälle zu vermeiden. Wer es noch braucht, wir haben auch noch einen CD-Schacht, um auch herkömmlich CD zu hören, ist aber doch eher wahrscheinlich nicht mehr so gefragt, dafür haben ja alle anderen digitalen Medien. Wir haben auch einen HDMI-Eingang und noch einen analogen AV-In Eingang. Sehr umfangreich und cool sind auch die Klangeinstellungen, die wir an dem Gerät vornehmen können. Zum Beispiel einen 13-Band Equalizer, wo wir den Sound so einstellen können, dass es mir persönlich am besten gefällt. Wir haben aktive Frequenzweichen dabei, wo wir dem Lautsprecher die optimale Frequenz zuordnen können. Und wir haben eine Laufzeitkorrektur, wo wir sehr schnell und als nicht versierter auswählen kann, bin ich Fahrer, bin ich Beifahrer, kann mir den Sound entsprechend so einstellen, dass jeder Lautsprecher optimal von meinem Gehör entfernt ist. Und für die versierten Leute unter euch kann man das sogar in Zentimeter und Entfernung entsprechend einstellen. Das Gerät hat wie die meisten anderen Radios auch 4x50 Watt grundsätzlich installiert, sodass man Bordlautsprecher, die im Fahrzeug bereits installiert sind, auch direkt dran anschließen kann. Wir haben auch 3 Paar Cinch-Ausgänge,
für Front, für Rear und für Subwoofer, um auch eine externe Endstufe anschließen zu können. Ich finde das Design sehr gelungen. Durch das, dass jetzt natürlich mit dem großen Bildschirm Android Auto auch noch mit dabei ist, fehlt sich ja jetzt echt in der Klasse gar nichts mehr, finde ich. Die Erweiterung über WebLink, also mit Waze und mit der Bedienung über Yelp zum Beispiel, finde ich auch eine sinnvolle und nette Ergänzung. Braucht vielleicht nicht jeder, aber egal, wir haben alles mit integriert. Wer noch mehr wissen mag, was das für Anschlüsse noch auf der Rückseite sind und was man damit macht und wie man sie anschließt, als kleine Tipps nebenbei noch, der darf gern noch dranbleiben. Für alle, die sagen, hey, langt mir jetzt erstmal als Information, bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wir freuen uns immer, gebt uns ein paar Daumen hoch, also zumindest jeder mal einen. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Kommentare für uns übrig. Was gefällt euch an unseren Videos? Was gefällt euch an diesem Produkt? Oder was auch vielleicht nicht? Wir sind auf jeden Fall jeder Kritik offen. Und ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Aber jetzt geht es weiter mit den rückwärtigen Anschlüssen. Wie gerade versprochen, jetzt eine technische Zusammenfassung für das, was im Lieferumfang dabei liegt und was wir für Anschlüsse hinten vorfinden. Wir haben im Lieferumfang dabei 2 USB-Verlängerungen, die sind da unterschiedlich von der Farbe her. Das schwarze ist dann ausdrücklich für die Apple CarPlay-Benutzung und ein USB und grau macht ausschließlich USB. Wir haben das Mikrofon mit dabei, das externe. Wir haben auch eine GPS-Antenne mit dabei, eine ausführliche Bedienungsanleitung und einen Stromanschlussstecker, wo natürlich der Stromanschluss und die Lautsprecheranschlüsse vom Fahrzeug konnektiert werden. Und wir haben ein lilanes Kabel für die Verwendung von Rückfahrkameras, weil da kommt dann das Signal, jetzt Rückfahrsignal an, also Rückwärtsgang drinne, Bild umschalten auf Kamera. Und wir haben dieses Parking Brake Kabel, das grüne, das gehört auf die Handbremse grundsätzlich gelegt, damit das Gerät weiß, jetzt steht das Auto, jetzt lässt sich es vollständig bedienen, gerade bei YouTube-Anwendungen über WebLink. Und andere Eingabemöglichkeiten und Bilddarstellungen funktionieren ausschließlich dann, wenn hier ein Signal drauf liegt. Wer sagt, das ist mir alles zu kompliziert mit der Handbremse, der kann, das ist nicht erlaubt, Leute, aber er kann das Signal einfach auf Masse mit drauflegen, also auf dieses Minus von dem Stecker, parallel hier drauf, dann ist grundsätzlich immer alles frei. Aber Leute, beim Fahren YouTube-Videos schauen ist nicht gesund und auch nicht erlaubt. Das möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen. Und ja genau, am Stecker haben wir auch noch einen Anschluss, eine Anschlussmöglichkeit für die Rückfahrkamera an sich, die Stromversorgung. Und jetzt auf der Rückseite vom Gerät finden wir jetzt 3 Paar Cinch-Ausgänge, Front, Rear und Subwoofer. Wir haben einen herkömmlichen UKW-Anschluss, wir haben den DAB-Anschluss. Und wir haben den Mikrofonanschluss hier für das Mikrofon. GPS-Anschluss und das ist der Dashcam-Link. Der passt für diese spezielle Dashcam, die wir euch im Video-Beschreibungstext unten mit dazu machen, als Link exakt rein. Das heißt, hier nur anstecken und dann die Frontkamera sozusagen anschließen. Das ist der Eingang von der Front-Dashcam und das wäre der Eingang von der Rückfahrkamera. Und wir haben jetzt noch einen Video-Output für weitere Monitore, wo man anschließen könnte, was die meisten wahrscheinlich eh nicht von euch machen. Wir haben unsere 2 USB-Eingänge, Ausgänge und das ist der Anschluss für die Interfaces für die verschiedenen Fahrzeuge, die ihr habt, wo man eventuell auf VW mit anbinden kann, ist auch nicht bei jedem nötig. Also das ist jetzt gar nicht an der Stelle so wichtig. Und unser Hauptanschluss für einen Stromanschluss. So, jetzt haben wir, glaube ich, anschlusstechnisch alles durch. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen bis ans Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich habe euch das Gerät, den DNX 5180 DABS, näher bringen können. Vielleicht gefällt er euch so geil, dass ihr sagt, also okay, wo gibt es den Kaufen-Button? Den findet ihr natürlich bei uns im Webshop bei aas24.com und wir freuen uns immer über Daumen hoch im Video und über Kommentare von euch, wie schon erwähnt. Danke fürs Zuschauen, euer Olli von aas24.com.